Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen in meiner Küche. Ich habe heute mit Zucchini rumexperimentiert, weil ich Zucchini sehr mag und das werden in unterschiedliche Variationen hier gekocht. Und heute zeige ich euch, wie ich meinen Zucchini-Puffer zubereitet habe. Also bleibt dabei. Für den leckeren Zucchini-Snack brauchen wir natürlich Zucchini, eine Paprika, Porree, Eier, Knoblauchzehe, Mayonnaise, ein wenig Mehl. Dann brauche ich Salz und Pfeffer und Olivenöl zum Anbraten. Und ich fange sofort an mit der Zucchini schneiden. Und zwar, ich habe hier mein Zaubergerät, ich habe euch schon mal gezeigt. Daraus habe ich Zucchini Spaghetti gemacht. Ich werde dann euch da oben verlinken, das Rezept. Guckt auch da rein. Es war auch richtig lecker und einfach zu machen. So, und dann fange ich schon mal an. Die Zucchini habe ich schon gewaschen, abgetrocknet und nun halbiere ich sie. So ist einfacher dann in meinem Gerät hier zu befestigen. Ja, und dann los geht's. So, hier in der Mitte fixieren. So sieht das aus. So, und dann, da kommt schöne Spaghetti daraus. Schon bin ich fertig jetzt mit der Zucchini. Da schneide ich gleich noch diese Reststücke noch klein. Danach ist Paprika dran und Porree noch. Von der Paprika brauche ich die Hälfte nur. Und davon brauchen wir ganz feine Streifen. Ich werde das mal längs schneiden und dann einfach halbieren. Und wie gesagt, muss man so fein wie möglich versuchen zu schneiden. Das haben wir auch fertig. Dann kommt zu den Spaghettis, zu den Zucchini hier. Die Porree einfach in Ringe schneiden, auch fein. Ja, und Porree kommt auch noch in eine Schüssel rein, aber dann trenne ich so ein bisschen die Ringe. Und schon sind wir fertig mit der Schnibbelarbeit. So, dann brauche ich jetzt die Schüssel ein bisschen näher, weil ich nämlich jetzt die Knoblauchzehe reinpressen werde. Die anderen Zutaten kommen noch dazu. Die Eier einfach reinschlagen. Dann brauchen wir Mayonnaise, ein bisschen Mehl, Salz und Pfeffer. Hier müssen die Batterien gewechselt werden. Man hört den Unterschied. Ja, und gut vermengen natürlich jetzt. So, die Zucchini-Mischung für meine Zucchini-Puffer ist jetzt fertig und wir machen am Herd weiter. Ja, und ich brauche eine Pfanne natürlich. Ich mache jetzt schon mal an hier und dann gebe ich Olivenöl in die Pfanne rein und lasse das Öl warm werden. Ich habe hier 2 Gabeln, dann kann ich besser hier dosieren. Jetzt nehme ich die schönen Stücke raus. Sehen die nicht prächtig aus? Guckt mal hier. Njam, njam, njam. Kommen wir auf den Teller jetzt. So,
dann brauche ich noch ein bisschen Olivenöl. Und dann mache ich die andere noch. Et voilà! Guckt euch diese Schönheit an. Lecker, bunt, gesund und sehr schnell zu machen. Die Zutaten können auch variieren, je nach Geschmack. Ich kann euch diese Zucchini-Puffer oder Zucchini-Pancakes, wie ich die nenne, nur empfehlen. Macht es nach, ihr Lieben. Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte kommentiert, like. Die Neuen, die dabei sind, da auf den roten Button drücken und abonnieren. Es ist umsonst und ihr macht mir eine Freude damit. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi. Da gucken, nicht hier, da. Oder? Da. Na 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 oh oh no. Na na na. Na 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 oh oh bam 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 ah.